Sie wollen den Kipppunkt von Ihrem Rollstuhl individuell anpassen? Wie das funktioniert, zeige ich Ihnen jetzt. Herzlich willkommen in der Proaktiv Service Werkstatt. Mein Name ist Jendrik und für das heutige Thema benötigen wir folgendes Werkzeug. Einen Schlitzschraubenzieher, 2 6er Imbusschrauben, möglichst lange, einen 5er Innensechskantschlüssel sowie einen Drehmomentschlüssel mit 5er Innensechskantaufsatz und einen Meterstab. Wenn wir das Werkzeug alles zusammen haben, kann es jetzt schon losgehen. Um an unserem Rollstuhl ordentlich arbeiten zu können, wenn wir den Kipppunkt neu einstellen wollen, nehmen wir als erstes die Antriebsräder ab. Wenn beide Antriebsräder abgenommen sind, können wir auf der Rückseite noch das Rückenpolster nach oben klappen, damit wir hier im Bereich der Radplatten ordentlich arbeiten können. Und als weitere Vorbereitung entfernen wir noch die beiden Endkappen der unteren Rahmenrohre. Diese können mit einem Schlitzschraubenzieher oder anderen geeigneten Werkzeug möglichst schonend entfernt werden. Nachdem die Endkappen in den unteren Rahmenrohren entfernt sind, können wir hier die beiden M6-Schrauben eindrehen, damit wir im späteren Verlauf der Montage die unteren Rahmenrohr-Inlets nicht verlieren. Als nächstes entfernen wir die jeweils 4 Schrauben der Radplatten links und rechts und lösen die Klemmschraube vom Faltmechanismus Mittelelement. Beginnend mit den 4 Schrauben der linken Radplatte, die wir nun lösen. Dann die 4 Schrauben auf der rechten Radblattseite. Sowie die Klemmschraube vom Faltmechanismus Mittelelement. Beim Faltmechanismus Mittelelement kann dann die Klemmschelle gleich nach hinten oder beziehungsweise in Rollstuhlfahrtrichtung nach vorne verschoben werden und dann löst sich hier ein Stahlspannstift. Der wird sich dann einfach entfernen lassen, fällt entweder nach unten raus oder kann entnommen werden. So. Als nächstes entfernen wir die 4 Schrauben der jeweiligen Radplatte komplett, um diese dann bewegen zu können. Nachdem alle Schrauben entfernt wurden, kann man nun die Radplatten an die neue gewünschte Position verschieben. Aktuell befinden sich die Radplatten auf der Position, von der 6 Löcher nach hinten frei sind. Wir möchten jetzt den Kipppunkt um 1 cm weiter nach hinten verlagern. Deshalb schieben wir die Radplatte so weit nach hinten, dass nur noch 5 Löcher frei sichtbar sind. Oftmals kann sein, die Radplatte löst sich nicht sofort. Deshalb einfach leicht dagegen klopfen, dann springt diese aus der aktuellen Position. So. In der neuen Position der Radplatte kann diese nun mit der ersten Schraube fixiert werden. Das heißt, Radplatte wieder auf Position halten
Und nun wichtig, dass wir die langen 6er Imbusschrauben vorher eingedreht haben, damit das bewegliche Inlet mit seiner Bohrung auf die richtige Position geschoben werden kann. Dazu kann sein, wenn man relativ weit innen im unteren Rahmenrohr arbeitet, ist hilfreich, man nimmt sich eine kleine Zange zur Hilfe. Hier kann man nun die Schraube ansetzen und das Inlet gleichzeitig positionieren. Das Gleiche machen wir auch auf der anderen Seite. Ebenfalls. So. Nun kommt die Neupositionierung vom Faltmechanismus Mittelteil, damit dieser nachher wieder korrekt faltet. Hierbei muss jetzt darauf geachtet werden, dass die Faltarme wieder in einer Flucht sein müssen. Das heißt, man verstellt nur den hinteren Teil vom Faltmechanismus, beim vorderen bleibt alles gleich. Und dazu das Mittelteil so weit nach hinten ziehen, bis die beiden linken und rechten Faltarme wieder in einer Flucht sind und dann den Stift wieder in die Bohrung stecken. Wenn der Stift in der Bohrung positioniert ist, die vorher gelöste Klemmschelle wieder drüber schieben, mittig positionieren auf dem Stift und die Schraube wieder leicht festziehen. Nun können auch die restlichen Schrauben der Radplatten wieder angedreht werden. Man braucht sie noch nicht ganz festziehen, das machen wir nachher, aber alle wieder in die richtige Position schrauben. Nun können wir die M6-Schrauben, die wir zuvor gelöst haben und nun wieder leicht angelegt hatten, mit dem ordnungsgemäßen Drehmoment anziehen. Dazu verwenden wir einen Drehmomentschlüssel mit einem 5er Innen-Sechskantaufsatz und eingestellt auf 10 Newtonmeter können wir nun alle 4 Schrauben der Radplatte links und rechts sowie der Klemmschelle am Treveler Faltmechanismus festziehen. Als nächstes entfernen wir die Behelfsschrauben in den unteren Rahmenrohrinletten. Einmal und zweimal und bringen die Abschlussrohrstopfen wieder an. So, perfekt. Wenn beide Räder angebracht wurden, machen wir nochmal einen letzten Funktionstest, damit auch wirklich sicher alles funktioniert. Ich muss ihn nun von meiner Montagevorrichtung entfernen und anschließend betätigen wir den Faltmechanismus an der dafür vorgesehenen Kordel. Und wenn wir diesen ausgelöst haben, können wir den Stuhl in der Mitte der Sitzbespannung packen,
leicht nach oben anheben und wenn er sich nun schon zusammenfaltet, funktioniert der Faltmechanismus ordnungsgemäß, gleichgängig wie zuvor und es hat sich nichts weiter verkantet. Die Veränderung des Kipppunkts ist nun abgeschlossen. Um die Rollstuhlmontage vollständig abzuschließen, müssen nun aber noch die beiden Bremsen angepasst werden, da diese aufgrund der Verschiebung der Radposition entweder sich nicht mehr schließen lassen oder schließen, aber keine Bremswirkung aufs Rad mehr haben, weil der Abstand zu groß ist. Wie das aber genau funktioniert, zeige ich Ihnen in diesem Video. Falls Ihnen unsere Service-Tipps helfen konnten, gerne als Rückmeldung einen Daumen nach oben dalassen und um keine weiteren Service-Tipps zu verpassen, jetzt den Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal in unserer Proaktiv Servicewerkstatt.